Dein Laptop ist zu alt für Windows 11? Dann pass jetzt genau auf. Wir verraten dir, wie du deinen nicht kompatiblen Rechner doch noch upgradest und nebenbei noch deinen Geldbeutel sowie die Umwelt schonst. Also bleib dran. Am 14. Oktober dieses Jahres endet der Support für Windows 10. Dann führt auch kein Weg an Windows 11 mehr vorbei. Dabei gibt es nur ein Problem. Viele ältere Notebooks sind laut Microsoft gar nicht mehr kompatibel. Leider bedeutet das für viele, eigentlich noch funktionierende Geräte, den Weg in den Elektroschrott. Wir zeigen dir in diesem Video, wie ihr herausfindet, welche Anforderungen euer System nicht erfüllt und wie ihr Windows 11 trotzdem installieren könnt. Für dieses Video benötigt ihr zwei Tools. Zum einen unser eigens entwickelter Windows 11 Checker und zum anderen Rufus für die Installation. Die Links zu den Tools findet ihr in der Videobeschreibung. Außerdem benötigt ihr ein Bootmedium, wie zum Beispiel einen USB-Stick. Zuallererst müssen wir natürlich untersuchen, welche Anforderungen euer System nicht erfüllt. Das könnt ihr theoretisch auch mit der vorinstallierten Windows-Integritätsprüfung machen. Mit unserem Windows 11 Checker bekommt ihr mehr und detaillierte Informationen. Außerdem könnt ihr direkt aus dem Tool die passenden Ersatzteile finden, falls zum Beispiel eine TPM 2.0 Erweiterung oder Arbeitsspeicher nachrüsten wollt. In einem anderen Video haben wir die einzelnen Anforderungen genau erklärt und wie ihr diese mit ein paar Tricks erfüllen könnt. Den Link dazu findet ihr ebenfalls unten in der Beschreibung. Wenn euer Notebook nicht genug Speicherplatz hat oder Arbeitsspeicher, solltet ihr das Windows 11 Upgrade auf jeden Fall nicht erzwingen. In diesem Fall gibt es eine weitere Möglichkeit. Microsoft bietet bezahlte Updates für Windows 10 an. Für 40 € könnt ihr die Anschaffung eines neuen Gerätes um ein weiteres Jahr verschieben. Wenn ihr die Anforderungen zur TPM, UEFI oder Secure Boot umgehen wollt, ist das relativ einfach. Das zeigen wir euch jetzt. Also wir haben hier ein älteres HP ProBook 470G4. Wir zeigen euch jetzt als erstmal den Windows 11 Checker. Dafür klicken wir jetzt mal die Exe an. Der öffnet sich dann gleich. Dann haben wir hier mal die Windows 11 Übersicht, was genau kompatibel ist. Als erstes klicken wir mal auf als Admin ausführen. Bestätigen wir das ganz kurz, dann startet es kurz neu. Wir haben das Programm jetzt einmal im Admin-Modus gestartet. Das heißt, das System konnte sich alles ziehen. Wir haben jetzt hier einmal unterteilt in unser System und die Systemanforderungen. Wir sehen jetzt hier ist rot. Hier steht auch schon die Begründung drin, veröffentlicht ab Q4 2017, da steht Systemanforderungen. Unser Prozessor wurde vor 2017 im Q4 gelauncht. Das heißt, wir bräuchten einen anderen Prozessor. Dann haben wir jetzt hier einmal noch oben die Systeminfo. Wenn wir hier draufklicken, sehen wir einmal alle unsere Infos. Hier ist dann auch noch ganz wichtig, hier kann man nach Ersatzteilen suchen. Klicken wir mal kurz drauf. Und dann kommen wir auch schon auf IPC-Computer und sehen die ganzen Ersatzteile von Akkus, Netzteile bis hin zu Tastaturen oder auch Festplatten zum Nachrüsten, falls andere Sachen rot angezeigt werden, sowie auch Arbeitsspeicher. Wenn ihr ein TPM-Modul sucht, geht ihr bei uns ganz nach unten zu auftragsbezogenen Artikeln. Dann sucht ihr in der Beschreibung nach TPM 2.0. In unserem Fall brauchen wir keins, weil unser Notebook das schon hat. Generell ist es aber auch ganz selten, dass man das an einem Notebook noch nachrüsten kann. Zurück zu Windows 11. Unser ProBook erfüllt die CPU-Anforderungen für Windows 11 nicht, läuft aber noch relativ smooth. Wenn wir jetzt versuchen wollen, auf herkömmliche Art und Weise das Update durchzuführen, wird es nicht funktionieren. Hier kommt jetzt das Tool Rufus ins Spiel. Mithilfe der Software könnt ihr die Checks, die Microsoft bei der Installation durchführt, umgehen. Wir zeigen euch jetzt hier mal noch kurz die Rufus-Installation. Wir sind hier auf der Rufus-Seite. Wir gehen, wenn wir hier auf der Homepage sind, ganz nach unten auf Rufus 4.9.exe, die Standard mit Windows x64. Klicken wir einmal drauf. Dann wird die ganze auch schon runtergeladen. Können wir die Datei einmal öffnen. Dann haben wir die ganze auch schon ausgeführt. Wollen Sie, dass Rufus auf neue Versionen prüft? Wollen wir, ja. Dann haben wir das Rufus-Tool auch schon offen. Bevor ihr weitermacht, steckt euer Bootmedium ein. Bei uns ist jetzt der USB-Stick. Den stecken wir jetzt mal hier kurz ein. Stellt vor, es ist sicher, dass alle Daten gesichert sind, denn durch den Prozess wird alles auf dem USB-Stick gelöscht. So, wir erklären euch jetzt einmal Rufus von Anfang an. Wir haben jetzt hier einmal das Laufwerk, also euer Bootmedium, wo ihr benutzt. In unserem Fall ist jetzt ein USB-Stick. Das heißt, wir gehen einmal weiter zur Startart, Laufwerk oder ISO-Image. Wir haben jetzt hier verschiedene Varianten, einmal Auswahl und einmal Download. Wir brauchen in dem Fall jetzt die ISO-Datei von Microsoft für Windows 11. Die können wir einmal, wenn ihr die über Microsoft runtergeladen habt, über Auswahl nehmen. Das zeigen wir euch jetzt hier kurz mal. Wir klicken hier drauf. Wir nehmen hier die runtergeladene ISO-Datei, öffnen die hier. Dann wird die hier auch hinterlegt. Wenn ihr nicht über Microsoft direkt runterladet, dann könnt ihr auf Download gehen, einmal durchklicken, dann könnt ihr sie auch hier rüber runterladen. So, als nächstes kommen wir zum Partitionsschema. Wir haben jetzt hier zwei Auswahlmöglichkeiten, einmal GPT und einmal MBR.
Ihr findet heraus, was für eine Version ihr braucht, wenn ihr auf einmal links unten auf Windows 10, dann Rechtsklick, dann geht ihr auf die Datenträgerverwaltung. Dann habt ihr hier einmal, wo Windows drauf gespeichert ist, also das Laufwerk C. Wir gehen hier unten auf Datenträger 0, machen Rechtsklick drauf, gehen auf die Eigenschaften und gehen auf den Task Volumes. Und dann werden sie hier unten auch schon angezeigt GBT. Im anderen Fall wäre es MBR. Je nachdem, was hier steht, wählt ihr das auch hier aus. Und noch als kleiner Tipp, wenn im Windows 11 Checker von uns der Secure Boot auf grün steht, ist immer GBT. Dann müsst ihr da erst gar nicht nachschauen. Dann kommen wir einmal zu den Formatierungseinstellungen. Hier lassen wir die Laufwerksbezeichnung sowie das Dateisystem und Größe der Zuordnungseinheit auf Standard, also alles voreingestellt. Und dann klicken wir auf Start. Das hier ist jetzt der entscheidende Punkt. Wenn ihr auf Start drückt, kommt einmal diese Übersicht, Windows-Installation anpassen. Hier könnt ihr es dann umgehen. Anforderungen für 4 GB plus, RAM, Secure Boot und TPM 2.0 entfernen. Auch die CPU-Anforderung wird mit diesem Punkt übersprungen. Das kreuzen wir an. Und Anforderungen für Online-Microsoft-Konto entfernen ist optional, das könnt ihr selber entscheiden. Und dann drücken wir auf OK. Und dann sagen wir einmal, alle Daten auf Laufwerk oder auf dem Bootmedium werden gelöscht. Bestätigen wir und dann drücken wir auf OK. Dann löscht es die Partition, dann lassen wir es einmal kurz durchladen. Jetzt könnt ihr hier auf dem USB-Stick auf Setup. Dann klickt ihr euch ganz normal durch die Installation. Ich hoffe, auf eurem Gerät läuft Windows 11 reibungslos. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und einen Kommentar da und bis zum nächsten Mal.